La Palma wird von Einheimischen und Touristen als La Bonita die Schöne und La Verde die Grüne bezeichnet. Die westlichste der Kanarischen Inseln bietet vor allem Natur- und Wanderliebhabern ein Paradies abseits des Massentourismus. Gerade deshalb ist sie bei Individualtouristen besonders beliebt. 420 Kilometer vor der marokkanischen Küste liegt die fünftgrößte kanarische Insel. Sie ist 45 Kilometer lang, 27 Kilometer breit, vulkanischen Ursprungs und rund 2 Millionen Jahre alt. Das Klima ist durch die Nordostpassat geprägt. Durch die nordwestliche Lage nimmt der Wind viel Feuchtigkeit auf, es bilden sich tiefe Schichtwolken, die auf der Nordseite gegen das Vulkanmassiv anbranden. Die Nadeln der kanarischen Kiefer kämmen diesen Nebel aus. Das Kondensat tropft im Wald als Nieselregen zu Boden und speist die Inselflüsse. Im Sommer gehen alle Niederschläge auf diesen Nebel zurück. La Palma ist dadurch ganzjährig von grüner Vegetation bedeckt. Die verschiedenen Vegetationszonen reichen von Lavafeldern über mediterrane Trockenvegetation und Kiefernwäldern auf den Höhen bis zu Lorbeerwäldern auf der Nordostseite. Neben dem Tourismus gilt auf La Palma der Bananenanbau als der einzig profitable Wirtschaftszweig. Bis zur spanischen Eroberung im Jahr 1492 besiedelte das Volk der Guanchen die Insel. Der Bezirk der Caldera de Taburiente leistete erbitterten Widerstand. Heute gehört La Palma zur spanischen Provinz Santa Cruz de Tenerife. Seit 1982 bildet die Kanarische Inselgruppe eine autonome Region innerhalb Spaniens. La Palma wurde 2002 zum Biosphärenreservat erklärt und gehört laut UNESCO zu den 3 schönsten Inseln der Welt. Unsere erste Wanderung führt uns auf den höchsten Berg La Palmas, den Roque de los Muchachos. Die leichte Einstiegstour in die Caldera de Taburiente beginnt am Mirador de los Andenes. Ein erster atemberaubender Blick über die Berggipfel in Richtung Süden. Am Kraterrand entlang genießen wir Tiefblicke in den Kessel. Sein Durchmesser beträgt 9 Kilometer, der Umfang 28 Kilometer und der Höhenunterschied vom Rand bis zur Sohle knapp 2 Kilometer. Die Caldera bildet damit den größten Senkkrater der Welt. Wir passieren das Institutsgelände des Observatoriums und befinden uns nach 90 Minuten Gehzeit auf dem Gipfel. Der Ausblick zum Espigón del Roque. Nach einer kurzen Pause treibt uns die ungewohnt dünne Luft zum Rückweg über die Zufahrtsstraße. Der ist allerdings doppelt so lang wie der Hinweg und nicht wirklich zu empfehlen. Als leichte Wanderung empfiehlt sich der Wanderweg im Cubo de la Galga. Die 10 Kilometer lange Tour führt in eine von urwaldähnlichen Lorbeerwäldern geprägte Schlucht. Der Rückweg ist teilweise rutschig und verwachsen. Festes Schuhwerk ist zu empfehlen. Das Refugio del Pilar ist ein idealer Ausgangspunkt für eine Vulkantour in der Cumbre Vieja, denn bei Erreichen des Refugio befindet man sich bereits auf 1400 Metern Höhe. Der Weg zum Gipfel des Pico Nambrok führt auf dem Hauptwanderweg 131 teilweise durch schattigen Kiefernwald. Wer es etwas sportlicher mag, nimmt den Weg über den Pico Birugollo und weitere Gipfel. Schnell haben wir den Nambrok im Blick und begeben uns auf den kurzen Aufstieg. Entgegen der Angaben im Wanderführer und Wanderkarten führt die grüne Wegmarkierung direkt auf den Gipfel. Auf dem Gipfel angekommen begegnen uns die palmerischen Ureinwohner, die Kanarengeckos. Mit dem Rückweg über Llano de las Moscas erreicht die mittelschwere Vulkantour eine Länge von 16 Kilometern. Eine weitere Vulkantour führte zum Volcán Martín. Der mühsame Aufstieg begann in Los Canarios durch Kiefernwald und teilweise dichte Wolken. Die Wetterbedingungen änderten sich in Minutentakt. Am Volcán Martín brütete die Hitze und wir verzichteten auf den Aufstieg zum Gipfel. Die Wanderung zum Pico Nambrok ist in jedem Fall die bessere Vulkantour.
Für einen entspannten Badetag haben wir die Strände von Puerto de Tazacorte und Los Cancajos genutzt. Unser Hotel war das Hacienda San Jorge in Los Cancajos, eine weiträumige Anlage in Form eines botanischen Gartens mit einem Meerwasserpool. Neben einer sehr gepflegten Parkanlage waren auch einige Tiere zu sehen. Mit viel Liebe zum Detail wurde die Anlage gestaltet. Hier befinden sich seltene Pflanzen, exotische Palmen und ein Teich. Der Papagei ist der Star der Anlage und begrüßt die Gäste. Santa Cruz de la Palma wurde 1493 gegründet und hat rund 19.000 Einwohner. Der Altstadtkern wurde zum kunsthistorischen Baudenkmal erklärt. An der Plaza de España befindet sich das Rathaus und die Kirche Matriz de El Salvador. Alte Häuser im kanarischen und kolonialen Stil mit kunstvoll verzierten Holzbalkonen liegen an der Uferstraße. Von hier aus sind regelmäßig Kreuzfahrtschiffe zu sehen. Die folgende Tour führt durch die Caldera de Tabuyente und den Barranco de los Angustias und sollte in jedem Fall nur bei gutem Wetter gegangen werden. Den Wagen parken wir 5 Kilometer nördlich von Los Llanos. Von hier aus nutzen wir den Shuttle-Service nach Los Brecitos mit dem Taxi. Die Fahrt kostet für 6 Personen und pro Taxi 51 €. Das ist gut angelegtes Geld, denn ab 2013 dürfen Privatpersonen auf dem kleinen Parkplatz in Los Brecitos nicht mehr parken. Im ersten Teil der Wanderung durchwandern wir die Caldera bequem bis zur Playa de Tabuyente auf gleichbleibendem Höhenprofil. An einigen Stellen wird das Ausmaß des größten Senkkraters der Welt sichtbar. Bis zum Erreichen der Playa befinden wir uns auf 1000 Metern Höhe. Wir überqueren den Tabuyente-Bach und steigen hinauf zum Zeltplatz. Es folgt ein einstündiger Abstieg auf einem befestigten Weg bis Dos Aguas auf 420 Metern Höhe. Dieser Teil wird von vielen Gruppen durchwandert. Unten am Tabuyente-Bach angekommen beginnt der Barranco de los Angustias, die Schlucht der Todesängste. Der Name ist vor allem bei Regenprogramm, deshalb wird der Barranco dann auch gesperrt. Auch bei trockenem Wetter verlangt die Schlucht dem Wanderer einiges ab. Vor allem sind gute Kondition und Trittsicherheit gefragt. Die Wanderung ist knapp 17 Kilometer lang. Da hatte unser Wanderführer mal wieder stark untertrieben. Aber die Tour ist die wohl schönste Wanderung auf La Palma. Unsere Wanderung auf den Pico Birrenao wurde von Wolken begleitet. Zudem war es recht kalt. So haben wir auf den Aufstieg zum Gipfel verzichtet. Der Blick in die Caldera war aber zum Teil möglich. Mit dem Aufstieg zum Gipfel ist diese mittelschwere Tour 14 Kilometer lang. Eine Halbtageswanderung führte uns vom Refugio del Pilar in die Cumbre Nueva, das Gebiet zwischen der Caldera im Norden und den Vulkanen im Süden. Auf dem Hauptwanderweg 131 bieten sich großartige Tiefblicke nach Los Llanos, auf die Vulkane im Süden, die Caldera de Tabuyente im Norden und den höchsten Berg Spaniens, den Teide auf Teneriffa. Zur Mittagszeit zogen wie jeden Tag Wolken von Westen auf. Deshalb begann die nächste und abschließende Tour am folgenden Tag schon etwas früher. Die kurze Wanderung zum Pico de la Nieve bot den besten Blick auf die Vulkane im Süden und die Cumbre Nueva, auf den Pico Birrenao und den Talkessel mit dem Barranco de las Angustias.